Okay. Hi! Eigentlich wollte ich heute was ganz anderes machen und mich vor allem für wunderbare 400 Abonnenten auf diesem Kanal bedanken. Tja, und dann... Ach du Heilige, was ist denn hier los? Also in den letzten Tagen sind hier einige Leute dazugekommen. Herzlich willkommen an dieser Stelle. Vielen Dank für euer Vertrauen. Und da habe ich mir gedacht, anstatt hier random Büchervideos zu machen für Leute, die mich sowieso von Instagram kennen, stelle ich mich einmal ganz offiziell vor. Und wie macht man das auf YouTube? Natürlich mit 25 random ausgewählten Fakten über mich. Und dieses Video ist tatsächlich... Das hier ist mein 2000 Abonnenten-Special und also mal im Ernst, ich bin wirklich gerade ein bisschen überfordert damit, was hier passiert. Es ist wirklich unfassbar krass und mir ist durchaus bewusst, wie lange ich unter normalen Umständen für diese Zahl gebraucht hätte. Ich bin wirklich, wirklich dankbar, dass ihr da seid, dass ihr so viele Kommentare schreibt, dass ihr alle diesen Kanal abonniert. Danke an dieser Stelle auch an Sojan. Jedenfalls hoffe ich, dass wir hier zu so einer schönen, kleinen, kuscheligen Nerd-Community zusammenwachsen können. Auf jeden Fall freue ich mich, dass ihr alle da seid und ich glaube, das wird alles schön hier. So, genug des Rumgesülzes. Auf geht's! Hier ist die Schnittlea aus der Zukunft. Ich habe in diesem Video was ganz Wichtiges vergessen zu sagen, nämlich es wird auf diesem Kanal in Zukunft auch Videos auf Englisch geben. Ich werde das jetzt bald mal so testweise ein Video auf Englisch hochladen und dann gucken, wo ich bleibe. Ich gehe aber davon aus, dass dieser Kanal in Zukunft bilingual laufen wird. Das heißt, liebe nicht deutsch sprechenden und deutsch lernenden Zuschauer, für euch ist auch bald gesorgt. Das ging jetzt nur einfach nicht so schnell, dass ich mal eben meinen ganzen Content auf Englisch übersetze. Aber ihr habt natürlich wie immer die Untertitel. In diesem Sinne, so, wir machen weiter. Viel Spaß! Fangen wir an mit den Basic-Infos. Mein Name ist Lea, ich bin geboren im Jahr 1996, das heißt jetzt gerade bin ich 24 Jahre alt und ziemlich genauso lange lese ich auch schon, was vielleicht den Namen und Inhalt dieses Kanals erklärt. Noch dazu bin ich nämlich ziemlich introvertiert und gehe nur unter Menschen, wenn ich es wirklich muss, das heißt um Geld zu verdienen oder um Freunde und Familie zu treffen, die mir wirklich sehr am Herzen liegen. Vielleicht ist das auch der Grund, warum ich mir Leute zum Reden im Internet suche. Hi, abonniert meinen Kanal. Wenn du mich fragst, was mein Lieblingsbuch, Film oder Franchise in general ist, die Antwort wird immer Harry Potter sein. Und apropos Harry Potter, spätestens seit ich das erste Mal ein Video von Cold Mirror gesehen habe, träume ich von einem eigenen YouTube-Kanal. Und diesen Traum habe ich mir letztes Jahr offensichtlich erfüllt. Und es war die beste Entscheidung meines Lebens bisher. Ich hätte nie gedacht, dass mir mein Hobby mal so viel Zeit und Energie wert ist, obwohl bisher kein Geld dabei rausspringt. Das ist wirklich cool. Ich lieb's, in diese Kamera zu reden. Und ich liebe die Kamera. Oh Gott. Apropos dieser Kanal, hier geht es ja, wie ihr vielleicht schon festgestellt habt, hauptsächlich um Bücher. Aber ich möchte mich hier ungern festlegen. Das heißt, Bücher sind wahrscheinlich der Hauptbestandteil dieses Kanals, wenn ich aber mal andere Themen habe. Oder wenn ihr andere Themenvorschläge habt oder generell Themenvorschläge habt, schreibt's mal in die Kommentare. Ich bin so ziemlich offen für alles. Hier kann alles passieren und ihr seid jetzt quasi live dabei, wie dieser Kanal sich entwickelt. Ihr seid quasi jetzt die OGs auf diesem Kanal. Man kann mir folgen und zwar vor allem hier auf Instagram. Da bin ich nämlich eigentlich jeden Tag mindestens in den Stories unterwegs und halte euch so ein bisschen up to date über alles und vor allem auch darüber, wann und wie Videos kommen. Das kündige ich da alles meistens schon 1-2 Tage vorher an. Also, wenn ihr auf Stand bleiben wollt, dann abonniert nicht nur diesen Kanal, sondern folgt mir auf Instagram. Und ich habe auch Twitter. Folgt mir für mindestens einen Tweet im Jahr. Ich muss echt wieder anfangen, aktiv auf Twitter zu werden. Ist natürlich auch in der Beschreibung nochmal verlinkt. So, genug des Internets. Ins echte Leben. Da verdiene ich meinen Lebensunterhalt und meinen übermäßigen Bücherkonsum mit einem Job in der Musikbranche. Nebenher studiere ich und das bisschen Freizeit, das dann zwischen Arbeit, Uni und Videos drehen noch bleibt, bin ich meistens auf dem Sofa mit einem Buch anzutreffen. Aber wenn ich Zeit habe, bin ich auch ein großer Freund von Gaming und Serien, gelegentlich auch mal von Filmen. Die meisten Filme können mich aber nicht so catchen, muss ich ehrlich sagen. Die müssen schon wirklich extrem gut sein, damit ich mich wirklich länger als eine halbe Stunde damit beschäftige. Ich hasse Genres. Ich kann verstehen, dass man Dinge in Schubladen einteilt. Ich kann aber nicht verstehen, dass man sich auf eine Schublade festlegt. Zumindest für mich wäre das gar nicht. Ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, ich würde mit Scheuklappen durch die Welt laufen und alles verpassen. Also ich probiere zumindest alles mal aus und wenn mir dann was nicht
nicht gefällt, dann wissen wir Bescheid. Aber grundsätzlich bin ich eigentlich bei allen Sachen offen für alles. Ich bin das wandelnde Chaos. Hätte mein Handy keine Erinnerungsfunktion, wäre ich nicht lebensfähig. Dieses Kanalbild hier habe ich selbst gemalt. Ich bin extrem tierlieb und mein größter Traum wäre es, mal einen großen Garten zu haben, in dem ich quasi alle Tiere, die man so in einem Garten halten kann, auch halten kann. Mein weirdester Flex ist, dass ich aus jeder Generation Pokémon-Spiele mindestens 1 besitze und die auch alle mindestens 10-mal durchgespielt habe. Liebe. Obwohl ich in der Musikbranche arbeite, bin ich selber musikalisch relativ untalentiert. Ich habe 10 Jahre lang versucht, Klavier zu lernen und bin kläglich gescheitert. Dann habe ich es mit Gitarre versucht, war genauso furchtbar. Und jetzt gerade versuche ich seit einem Jahr Blockflöte zu lernen und habe seit ungefähr einem Jahr nicht mehr Blockflöte gespielt. Aber irgendwann möchte ich das nochmal durchziehen. Irgendein Instrument werde ich ja wohl spielen können. Hoffe ich vielleicht auch wirklich nicht. Aber ich kann singen. Wenn ich so in die Kommentare unter meinem letzten Video gucke, muss ich euch das hier gar nicht erzählen. Ihr kommt sowieso alle von Sojan. Aber der Vollständigkeit halber, ich bin in einer Beziehung. Ich liebe Süßkartoffeln. Bestes Essen. Man kann so viel mit Süßkartoffeln machen. Die sind einfach mega. Meine Lieblingsfarbe ist, wahrscheinlich unschwer zu erkennen, blau. Ich bin ziemlicher Angsthase und ganz besonders schlimm ist bei mir Höhenangst. Die geht so weit, dass ich letztes Jahr mal auf einer Kinderachterbahn saß und den schlimmsten Panikanfall meines Lebens hatte. Ich habe gedacht, ich sterbe da oben. Ich war wirklich sicher, ich komme da nicht mehr lebend runter. Die ganzen Familien und ihre Kinder haben sich irgendwann zu mir umgedreht und gesagt, hör mal, beruhig dich, es ist gleich vorbei, du überlebst es. That's my story. Geht mit mir nicht in Freizeitparks. Es ist wirklich elendig langweilig, mit mir in Freizeitparks zu gehen. Ich bleib immer einfach nur vor den Fahrgeschäften stehen und gucke sie mir an. Ich habe gerade gesagt, ich lege mich ungern auf Genres fest, aber in der Musik gibt es überall diesen Wust aus Genres eine Band, die ich über alles ordne und das ist die Band Future. Wenn ihr die nicht kennt, checkt die unbedingt mal aus, ist in der Beschreibung verlinkt. Ganz, ganz, ganz tolle Musik. Und zum Abschluss gibt es noch einen buchigen Fakt. Ich bin der Meinung, jeder, unabhängig von Alter, Geschmack, sollte in seinem Leben ein Buch von Cornelia Funke gelesen haben. Die Frau schreibt einfach Bücher, die toll sind. So, das war's. Das war mein 2000 Abonnenten-Special. Oh, ich pack's immer noch nicht. Das war mein 2000 Abonnenten-Special. Gebt gerne einen Daumen hoch, wenn euch das gefallen hat. Ich hoffe, ihr konntet mich ein bisschen näher kennenlernen. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt sie gerne in die Kommentare. Ich werde sowieso früher oder später mal so ein Kommentare-Beantwort-Video machen. Zum Abschluss habe ich noch eine Frage an euch. Mich würde nämlich mal brennend interessieren, wo kommt ihr eigentlich her? Schreibt gerne mal rein, wo wohnt ihr? Und jetzt nochmal ein abschließendes großes Dankeschön fürs Abonnieren. Ich hoffe, wir haben hier zusammen eine schöne Zeit auf diesem Kanal und ich hoffe, ich kann euch den Tag immer so ein bisschen versüßen und verabschiede mich jetzt an dieser Stelle. Hier gibt es jetzt noch 2 Videos, hier könnt ihr abonnieren, damit ihr nichts mehr verpasst und aktiviert auf jeden Fall die Glocke, damit supportet ihr mich nochmal so ein bisschen und in diesem Sinne wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag, Abend, was auch immer, je nach Uhrzeit. Vielen Dank, dass ihr da seid, ich freue mich total und wir sehen uns dann, würde ich sagen, im nächsten Video. Macht's gut. Ciao.